So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Sonntag, 11. September 2022. Es ist ziemlich genau 21 Uhr und 39 und wir sind wie immer pünktlich live auf diesem Kanal. Und heute checke ich, wie der Sound ist, bevor ich losrede wie ein Verrückter. Okay, Sound ist da. Alles klar. So, heute sehen wir uns zum vorerst letzten Mal Nivalis genauer an und spielen Cloudpunk hoffentlich zu Ende. Und auf geht's los. In diesem Sinne, willkommen zurück zu Cloudpunk. Und moinsen, Roadrunner 8184. So, ohne weitere Umschweife springen wir in das Spiel. Wir haben gestern als letzte Amtshandlung den guten Harlow kennengelernt. Einen, ich glaube, kybernetischen Zeitgenossen. Ich glaube, er ist kein Mensch, ist, glaube ich, ein Androide. Und er arbeitet als Privatdetektiv, hat er uns offenbart. Und wie dessen Geschichte aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Diese kurze Ladezeit wird Ihnen präsentiert von kurzeladezeiten.de. Kurzeladezeiten.de. Wir sind die Gehirne hinter dem Spruch PS5 hat keine Ladezeiten. So, wo sind wir hier? Wir sind nicht da, wo wir gestoppt haben. Aber wir sind ganz in der Nähe. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Was habe ich denn hier? Das sollte ich mal ausschalten. So. Servus Blizzard und herzlich willkommen zu unserer kleinen Sonntagabendrunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Oha, Coco Clarissa. So früh heute am Start. Sehr schön. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Also, es geht los. Die wahrscheinlich letzte Plotline in dem Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, ob danach noch was kommt. Aber wir werden es sehen. Und los geht's. Da ist Huxley. Und ich glaube, man kann es an den Händen schon erahnen. Huxley ist, glaube ich, ein Roboter. Are you Huxley? The dame really came through. Why do you talk like that? Who was this bum that was questioning me? Another tin can with an attitude and too many questions. I give him the brush off. Hey, don't talk to him like that or I'll drop you in the hollows. The dame had a point. I'd better play nice for now. I'd slip her some bills when she took me to the holocash machine. A handful of limbs should help dip this. Ja, die Meldung kommt ja leider nicht immer. Can you understand what he is saying? About 40% of it. The dame and the car were close. Any fool could see that. But I looked beyond the surface. She was a girl from out of town, still as green as the water supplies down in the vents. You said you're a private investigator. Do you really think that's how they talk?
She had an attitude, but I liked her. And her dog, too. How did he know I was, your dog? I guess that's what investigators do, right? There was a holocash machine up ahead, but I had to keep a real low profile. I'd give the dame my number and let her grab the cash for me. And that number would be? I gave her the digits. 54244. She was a smart cookie. She'd remember them. 54244, ja, die kann ich mir merken. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, wo hier eine Cash Machine war. Wieso bin ich weggeflogen? Ich dachte, es geht irgendwo hin. Da ist er wieder. Nobody ist auch am Start. Herzlich willkommen. Warte mal, hier hinten gibt es doch irgendwo... Genau, da gibt es einen Parkplatz und auch eine Cash Machine. Also 54244, ne? War die Nummer. Natürlich nicht 6. Ey, kann man keine... 5, 4, 2, 4, 4. Kontostand 1500. Holen wir mal alles. Ne, wir lassen ihm 1 Cent drauf. 1 Euro. 1 Dollar. Einen ägyptischen Slotty. Was auch immer die hier für eine Währung haben. I settled the bill. Surely the dame would drop me like a bad penny now. This is a lot of money. I can drop you somewhere else if you like. Why are we helping him more? He's kind of growing on me. The dame had a heart of gold. I asked her to drop me at my office. On the way, I'd tell her about Pashta. Maybe she'd fall for me like I'd fallen for her. I do not like this. Where's this office of yours, Huxley? We were headed towards my office in Old Town. I gave the dame a nav point to help her out. Hold on, Pashta. It won't be long now, kid. Thanks. Who is this Pashta anyway? What happened to her? It was a story so sad it could make a bronze statue of a lawyer cry. It all started with a call from a small-time hustler called Peter Unthrink. He tended a bar downtown, but he had some bad debt. The debt corp took his cash, but when that wasn't enough, they took his daughter too. He had a record, so CorpSec wasn't gonna help him. With nowhere left to turn, he sought the help of Midtown's best, cheapest PI. So the debt corps can abduct children now? The dame didn't realize who she was dealing with. The debt corpse had hearts blacker than my morning cup of joe. Huxley, were you always like this? Did something happen to you? The dame thought I had a screw loose. I guess her instincts were... Das ist mir hier leider schon ein paar Mal aufgefallen, dass viele Billboards auf Deutsch sind. Und ja, der Text ist ja komplett auf Deutsch, aber die Sprache ist halt Englisch. Es wirkt manchmal so ein bisschen komisch. Ja, grüezi, Fiona. Eigentlich wollte ich gerade ein Video neben dem Zocken hören, aber dann bist du live gegangen. Ja, ist doch praktisch. Dann kannst du dir dein Video für später aufheben, wenn ich ins Bett gehe. Aber du musst ja wahrscheinlich auch arbeiten morgen. Ja, aber auf jeden Fall schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Jetzt ist die alte Gang fast schon wieder vereint. Now I'd played a role so well I was stuck in it. My programming was messier than my accounting. Here's the kicker. I was a better investigator now than I'd ever been. So. Dann fliegen wir mal nach Old Town. Your office is all boarded up. Did you get fired? The dog was half right. I was fired, but that place was where I slept, so I guess I was homeless too. Eviction was the illness, but what was the cause? Probably not paying your rent. Viel Spaß dabei. There's a note on your door. Hey, Thales! Who knew how hot this place was?
Schönen I was Abend. sure I'd been tailed. Ja, keine If I Rennautos. stepped up to that doorway, I Nur might get a Hovercars. knife in the back or a bullet in the head. I think you're being overdramatic. I'll check out the note. What if it is not safe? I'll take my chances. I want to see what this note says. So, also anscheinend haben die Typen, die das Mädchen entführt haben, auch dafür gesorgt, dass sein Private Investigation Office geschlossen wurde. Und jetzt gehen wir dahin und checken das aus. Hier ist was kaputt. Ah. Wir haben aber genug Material dabei, um sowas zu reparieren. Boah, jede Menge. Wir sind gut ausgerüstet. Micha lässt eine Schlafstunde von gestern Abend nicht los. Das Handy war nur eine Ausrede. Micha? Du meinst mich? Also nicht mich, du meinst dich? Ich lässt meine Schlafstunde von gestern Abend nicht los. Welche Schlafstunde? Das Handy war nur eine Ausrede. Ach, du Vogel. Ich könnte sogar sagen, was ich am Handy gemacht habe, aber das sehe ich gar nicht ein. Ich hatte mir eine Notiz gemacht. Ich notiere immer meistens entweder auf dem Homescreen, da habe ich so eine Notiz-App, oder einfach in WhatsApp, da habe ich mir mal eine Gruppe mit mir selbst aufgemacht. Und dann notiere ich mir immer Sachen über den Tag, die mir so einfallen. Videoideen oder Namensideen, und gestern habe ich mir Namensideen aufgeschrieben. Wofür die Namen dienen, verrate ich jetzt nicht, aber das war das, was ich gestern Abend aufgeschrieben habe, als du gedacht hast, ich würde schlafen. Okay, I can see the note. Und wenn man weiß, dass ich auf dem Handy rumdrücke, sieht man es auch. Ich habe das Video ja heute gesehen, bevor ich es online gestellt habe. Und da habe ich eindeutig gesehen, dass meine Augen offen waren. Also, guten Abend, BMW Power. Chewy Jazz Bar and ask for the smoking man. We're not taking him there too, are we? I couldn't ask the dame for much more. She'd already stuck her neck out for me. We can drop him off at the bar. It's close by. So, 13 Lochkarten haben wir. So, dann sind wir mal gespannt, was uns in der Jazzbar erwartet. Ich dachte, Jazz ist in der ganzen Stadt verboten. Das ist so ein bisschen verwirrend. So, da hast du deine Rennautos, Thales. Bam. Ich fahre auch extra gegen Häuser und Wände, damit du dich heimisch fühlst. Soon we'd be at the Blue Chewy Ist dann fast wie in Jazz Bar. Tokio. It was a dive, but it was the kind of place you'd go for answers. Who had left me that note? Who was the smoking man? And where would I... We have an incoming call. Control? No, it is for Huxley. I knew who was calling. This would be bad. Put it through, I guess. What in Cora's name you think you're doing, you pile of junk? Where have you been? The client was mad, and with good reason. He'd paid good money, but I'd been stuck down in the hollows following a lead. The lead went cold, and I was trapped down there with no comm signal and no cash. You wasted my money and my time. If you don't find my daughter, I'm infecting you with a logic virus. I have hacker friends.
Okay, er sucht gar nicht seine eigene Tochter. Irgendwie hatte ich das gestern missverstanden. Ich dachte, er sucht seine eigene Tochter. Aber er sucht die Tochter eines Klienten. Ich stehe morgens in der Regel vor 6 auf. Also in Hey, what the hell? nicht ganz 8 I Stunden. don't know who you are, but you better leave this idiot to do his job. I was gonna save that girl, but not because of the threats. Truth was, I was the only one searching for her. 24 hours. Then your time's up. I want my daughter back, but if she's gone, she's gone. I'll live with that. But what I won't stand for is some android stealing my money. Get to work. He hung up. We're close to the bar. I hoped the dame would come with me. Was that too much to ask? Yes. I'll come to the entrance, but after that, we need to get back to work. And if Control calls with another job at any point, you're on your own, Huxley. The offer was as fair as the spin of a roulette wheel. I rolled the dice and took a gamble. You don't use dice in roulette. I know, Camus, just let it go. Da sind wir wieder, die Alina und ich. Hoffentlich holt es auch den einen oder anderen Mangel nach, kann das aber nachfühlen. Schlafmangel kann man ja nicht nachholen. Verlorener Schlaf ist verloren. Alles andere ist nur eine Illusion. Guten Abend, PlayStation Gamer. Schön, dass du auch am Start bist. Ja, ich zocke ja nicht jeden Abend so lang. Ja, jetzt ist heute die Ausnahme, weil ich gestern gesagt habe, wir spielen heute das Spiel hier zu Ende. Deswegen klemme ich mich jetzt hier dahinter bis, sagen wir maximal 12. Und dann penne ich 5, 6 Stündchen. Und dann gehe ich auf die Arbeit. Und dafür gehe ich dann morgen Abend früh ins Bett. Das passt schon. Wenn man das nicht jeden Tag macht, kann man das schon ganz gut aushalten. Took you long enough. Are you the one that left the note? Who are you? The chump had an attitude and a smell to match. They didn't call him Smokin' Jojo because he was cute. His circuit boards were on the fry, literally. He was half burnt out, overheating and underperforming. He didn't like the dame, but he knew me. We went way back, but Jojo's lips were normally sealed tighter than... My name is Rania. I picked him up in the Hollows, and he says he's looking for a girl called Pashta. Why did you leave the note? As Huxley knows, I normally don't say nothing to nobody. But as you can see, I ain't got long left. You could fry an egg on Auch so eine geile Stimme. As Huxley knows. Can't you get help? Repairs? Nah, they don't make the parts for an old model like me no more. They don't make the parts for an old man like me no more. Point Okay. is, if I want to do some good, So eine Stimme I hätte ich better auch do it gerne. now while I can. Huxley, I know something about this girl you're looking for. I wanted to hear what the old bucket had to say, but how did he know I was looking for Pashta? You've been asking around town. Word gets out. I was playing a private gig a few months Heute Abend back, hatte ich auch Pasta. Pasta mit Zucchini-Soße war sehr geil. and I'm still the best horn player in town. Even if I don't look too good these days. What with all the rust and all. While I was there, I overheard some things. This ex-corp goon called Raguan was there, talking about how he got screwed over. And? Look, I don't like squilling like this. Give me a minute. Jojo was singing like a songbird, but would we dance to his beat? Huxley, please be quiet for a minute, okay? I can't believe I'm getting sucked into this. So what does this Raguan guy have to do with Pashta? Well, this Raguan guy's drunk, and he's throwing his weight around. Near enough getting into a fight with some waiter who's just trying to serve the champagne.
in the middle of mouthing off, Ragoan says he's dangerous and he can make people disappear. Nee, ich nehme aktuell He niemand says mehr an. he's not to be messed with, cause the last guy that messed with him, Dazu kann ich gleich vielleicht kurz was sagen. then he starts crying. That's strange, but it doesn't link him to Pashta in any way. But he says the name. I was the only one that heard him. But he takes a drink. And through his tears, he keeps saying, sorry, Pasta. Sorry. Ain't that a thing? That's a lead, at least. The trail had gone cold for a while, but with JoJo's help, we'd picked it up again. Come on, I can try to find where this Raguan lives. I'll ask Camus back in the Hava. After that, though, you're on your own, Huxley. Okay, ja, zum Thema PlayStation-Freunde sein. Da kann ich mal kurz was sagen. Und weil das off-topic ist, mache ich das hier. Also, das Problem, was ich da sehe, ist, wenn man Kontakt zu mir aufnimmt, dann ja hauptsächlich, um mir private Nachrichten zu schicken. Ihr könnt mir aber private Nachrichten auch auf Twitter schicken oder auf Instagram. Deswegen finde ich es unnötig, euch bei PSN zu adden, weil bei PSN habe ich eigentlich nur die Leute, mit denen ich zocke. Und im Moment habe ich ungefähr 140 Leute in meinem PSN oder mehr. Na, es sind mehr so 200. Mit denen ich nicht zocke, die einfach nur da drin rumfliegen, weil sie mir irgendwann mal eine Nachricht schreiben wollten und mich deswegen geaddet haben. Und da sind sau viele dabei, die mir enge Freundschaftsanfragen schicken. Und dann frage ich mich, warum sollte ich dich als meinen engsten Freund hinzufügen, der meine persönlichen Daten kennt, wie meinen echten Vor- und Nachnamen und so Sachen? Warum sollte ich das tun? Wir kennen uns ja nicht. Im Endeffekt seid ihr nur Text. Ja, ich bin hier, ich sitze hier jeden Abend, halte mein Gesicht in die Kamera. Ihr bekommt wesentlich mehr von mir mit, als ich von euch. Ja, das ist so eine merkwürdige parasoziale Beziehung. Und viele von euch bekommen dann fälschlicherweise das Gefühl, mit mir in irgendeiner Weise befreundet zu sein. Was ja okay ist. Ich mag euch ja auch. Ja, ihr habt ja auch Persönlichkeit, so wie ihr schreibt und so. Aber es ist halt einfach nur eine sehr, sehr oberflächliche Bekanntschaft. Wir sind keine Freunde. Und ich finde es dann so ein bisschen unangenehm, sage ich mal, wenn ich euch dann zu sehr in mein Privatleben integriere. Und meine PSN-Freunde zu sein, zu sehen, wann ich zocke, was ich zocke, mit wem ich zocke, das geht mir irgendwie ein bisschen zu weit. Deswegen habe ich davon Abstand genommen. Zumal ich auch Leute hatte, die mich auf PSN wirklich genervt haben. A, mit engen Anfragen, B, wenn ich in irgendeinem Spiel drin war, sind die mir einfach ins Spiel gefolgt und so. Das mag ich einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich den Kanal erstmal zugemacht. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn. Wenn ich mit euch zocken will, dann mache ich ein Spiel auf und dann gebe ich euch hier im Chat das Passwort und dann könnt ihr ja mit mir zocken. Dazu müssen wir nicht im PSN befreundet sein. Kommunizieren können wir dann über Discord. Ich kann dann einen Discord-Link rausgeben. Das ist auch kein Problem. Also wir brauchen PSN nicht. Deswegen, ja, habe ich PSN bis auf weiteres zumindest mal gestoppt, neue Freunde hinzuzufügen. Ich habe die alten noch nicht rausgeworfen. Aber wenn ihr das jetzt sehen solltet und seid mit mir auf PSN befreundet, kann es sein, dass diese Freundschaft demnächst endet, weil ich vorhabe, da ein bisschen aufzuräumen und wirklich nur die Leute drin zu lassen, die ich auch im echten Leben kenne, beziehungsweise mit denen ich schon öfter gezockt habe. Ja, weil es gibt auch Leute, mit denen habe ich schon mehrmals gezockt, aber die habe ich noch nie gesehen. Klar, so Leute gibt es natürlich auch. Aber hauptsächlich sollte das für Freunde sein. Ich hoffe, das ist für euch okay. Reicht doch eigentlich, wenn man nur FL ist, denke ich, und würde es gut heißen, auch privat dich nicht zu nerven. Ja, ist ja, genau. So, was hast du geschrieben? Okay, hätte ja sein können. Hast ja letztens in einem Video erzählt, dass du erstmal keine annimmst, weil es Idioten gibt. Ja, genau, das war ein Grund. Ja, mein Shirt ist ganz cool, aber halt gespiegelt, ne? Ich will mit dir befreundet sein, bitte. Ja, Thales, genau, du bist so einer von den Kandidaten. Nee, Spaß. Ich wette, wir sind schon befreundet, Thales. Ich weiß zwar nicht deinen PSN-Namen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir schon Freunde sind. Ja. Nee, also das werde ich auf jeden Fall
werde ich den Kanal zumachen und ich bin dann nur über Insta PNs erreichbar. Da kriege ich ja dann, wenn wir uns über Insta quasi noch nicht kennen oder wenn ihr mir nicht folgt, kriege ich ja dann immer so eine Anfrage, ob ich eure Nachricht annehmen will. Dann gucke ich immer schön, von wem das kommt, weil auch da kommen halt gern mal unangenehme Sachen rein. Ah, sind wir nicht? Na, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. So, also wir gehen jetzt zurück ins Spiel. So viel zum Off-Topic-Kram. Ja, tut mir leid, wenn der eine oder andere sich da auf die Füße getreten fühlt oder das schade findet, weil er gern mit mir befreundet wäre. Aber ich denke, wenn man ein bisschen vernünftig über die Sache nachdenkt, dann kann man das verstehen. Das war noch ganz witzig, als ich 50 Follower hatte. Da habe ich halt 50 Leute im PSN gehabt. Damit konnte ich noch arbeiten. Aber spätestens als die 1000 geknackt war, wurde es kritisch und jetzt sind wir 3-mal so viele. Ich glaube, jetzt muss ich langsam die Notbremse ziehen. Ich habe ja jetzt schon Probleme. Ich habe mir irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, auf jeden Kommentar selbst zu antworten. Ja, wenn jemand eine Frage stellt. Alina, ich kann dein Smiley nicht sehen. Wir zwei sind ja auf anderer Ebene befreundet. Du bleibst natürlich meine Freundin für immer und ewig. Ha, du denkst wohl, du entkommst mir nochmal. Haha, nein, nein, nein. Das mit uns geht ja schon viel zu weit zurück. Nee, Alina kenne ich schon ganz lange, deswegen hat die einen Sonderstatus. Genau wie die Fiona, die schon seit Tag 1 dabei ist. Das sind halt so Leute, das ist nochmal ein bisschen anders. Ne? Wenn es mal dazu kommt, gemeinsam was zu spielen, wird es schon einen Weg geben. Ansonsten ist doch sinnfrei. Genau, jetzt habe ich ausgerechnet, aber vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich habe mir irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, auf jeden Kommentar selbst zu antworten. Und mittlerweile sind wir bei so vielen Kommentaren unter jedem Video, dass es mir schon echt schwerfällt, da Schritt zu halten. Und wenn ihr euch dann vorstellt, ich kriege am Tag bestimmt 100, 200 Benachrichtigungen über neue Kommentare. Die meisten davon beantworte ich. Und dann kriege ich noch über Insta Anfragen. Und dann kriege ich noch über PSN Anfragen. Und da muss man einfach einen Riegel vorschieben, weil sonst kriegt man das irgendwann nicht mehr gebacken. Und ich bin halt so ein Typ, wenn ich sage, ich antworte, dann antworte ich halt auch. Ne? Das mit den Kommentaren wird früher oder später leider so sein, dass ich nicht auf jedes antworten kann oder dass Kommentare unter den Tisch fallen, weil einfach zu viele Kommentare nachrücken und ich immer zuerst die neuesten sehe. Das habe ich halt so eingestellt. Das wird früher oder später leider passieren, da kommen wir nicht drum rum. Aber die persönlichen Nachrichten will ich doch dann alle beantworten, sofern mir möglich. Und wenn die dann auch noch über mehrere Kanäle kommen, dann flippe ich irgendwann aus. Und ihr müsst bedenken, ich sitze nicht nur abends hier und habe meinen Spaß mit euch. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich bis komplett abends Programm, bis meistens 21 Uhr. Und danach kann ich dann meine Freizeit quasi gestalten. Ne? Ich habe einen Fulltime-Job. Ich arbeite in der Regel 8-9 Stunden am Tag, manchmal auch 12. Wenn es dumm läuft, auch mal 14. Und ja, ich bin da an vielen Stellen schon verpflichtet, bevor überhaupt das hier beginnt. Ja, das ist in der Prioritätenliste, in meiner persönlichen Lebensprioritätenliste ist YouTube und Twitch relativ weit unten angesiedelt. Trotzdem nehme ich mir immer die Zeit, euch zu antworten. Und das möchte ich halt auch weiterhin tun. Deswegen muss ich schauen, dass ich das so ein bisschen flaschenhalsmäßig einsortiere, dass private Nachrichten dann wirklich nur noch über Insta reinkommen. Dann kann ich das ein bisschen besser überschauen. Ja. So, Freunde der Sonne, zurück ins Spiel. Und weiter im Text. Einzig seine Rennzeiten in GT7 wären interessant. Aber auch das ist endlich und man kann es hier bequatschen. Ja, natürlich. Außerdem sind meine Rennzeiten sind ja nicht berauschend. Ihr seht ja in meinen Videos, wie ich fahre. Ja, ich würde mal sagen, ich bin solides Mittelfeld. Wenn ich mit Fahrhilfen fahre, bin ich vielleicht im oberen Mittelfeld und wenn ich ohne Fahrhilfen fahre, bin ich im unteren Mittelfeld. Aber ich bin kein Top-Fahrer. Ich fahre nicht jeden Tag, ja, schon lange nicht mehr. Das habe ich am Anfang eine Zeit lang gemacht.
Und ich bin jetzt hier keiner, der Top-Zeiten setzt. Ja. Ich habe ganz viel Schwierigkeiten. Es gibt doch diese eine Strecke, die man alle 2 Wochen fahren kann, um 2 Millionen Credits, glaube ich, zu gewinnen. Da muss man ja Zeit fahren. Und ich habe da so Schwierigkeiten. Ich glaube, ich bin da noch nie auf Gold gefahren. Also so spannend sind meine Zeiten nicht. Und wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen meine Privatsphäre, weil was ich sonst so zocke und wie lange ich zocke und wann ich zocke, das sind so Informationen, da möchte ich einfach nicht, dass das jeder einsehen kann. Na, aber wenn wir befreundet sind, vor allem wenn wir eng befreundet sind, kann man ja sehr, sehr viel Statistiken abfragen. Das finde ich halt nicht so gut. Camus, we need to find out the address for an ex-CEO called Raguan. Can you find that somehow? I could. Well, are you going to? Yes, I will do it. Searching. There was a news story Ja, in für the dich Marrow mit Gazette Sicherheit wäre es noch Holovids 3 vergleichbar, months ja. ago about a CEO called Raguan. What did it say? Midtown's youngest CEO fired for bribing CorpSec without the proper clearance from board of directors. That doesn't help us find him. Sounds like the papers got some info on the crooked CEO. Did the papes get some snaps, though? You mean photos? Camus, was there a picture of Raguan in the holovids? Yes, he looked sad. I'll bet. But was there anything in the background? Searching. There is a building in the photo. Cross-reference with the latest city planning database. I have a match. It is the new apartments in Upper Midtown. I have an address. That sounds like where a CEO would stay. Let's assume the holovids caught Raguan leaving his apartment. Camus, give us a nav point. Ja, natürlich fahre ich andere Zeiten, wenn ich alleine fahre. Das habe ich aber ja letztens in dem Livestream schon gesagt. Also die unterscheiden sich schon, klar. Hey kid, you busy? No, not at all. Completely free. Good. I don't have a job for you. I was just wondering if... You know what, Control? Can I get back to you? I'm just picking up another coffee. All right, kid. All right. I'll have a job soon, though. No rush, Control. Chat soon. I started to feel like I was holding the dame back. I didn't want to get her in trouble. It's fine. Let's just see what we can find at Raguan's apartment. Wobei meine besten Zeiten für die einzelnen Strecken, zum Beispiel sage ich ja auch in den Setup-Videos meistens. Also wenn ich jetzt ein neues Setup mache und fahre damit Tokio und wir haben 24 Minuten am Ende des Events, dann sage ich ja dazu, dass ich das auch mit einem anderen mal unter 20 Minuten geschafft habe. Nobody sagt schon mal gute Nacht für heute. Ja, Nobody, dir eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche. Mal eine Frage in den Chat, beziehungsweise relativ direkt an Alina gerichtet. Wie machst du das denn mit der Kommunikation? Weil du hast ja fast 10-mal so viele Abonnenten auf YouTube wie ich. Also wie kommt man denn da noch hinterher? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ey. So, wo ist denn hier ein Parkplatz, Freunde? Ah, da vorne. Muss man aber ziemlich weit laufen. Ich glaube aber, wir kommen nicht drum rum. Hoppala. Hallo, hier ist doch frei. So nicht. Das hier wird doch nicht da. Was das hier sagt. Ich soll nach da oben gehen, okay. Na dann.
mal drüber nachgedacht, was mit der Community zu spielen. Muss ja nicht mal GT sein. Bin immer auf der Suche nach Neuem, aber Sportspiele stehen oben an für mich. Ja, es gibt einen Plan, mit der Community Rennen zu fahren. Und tatsächlich in Gran Turismo. Und diese dann einen richtig schönen Rennabend zu machen. Halt selbst die Rennen zu erstellen. 3 verschiedene Klassen, 3 verschiedene Rennlängen, damit auch so ein bisschen Varianz dabei ist. Mit ganz langsamen Autos, mit mittleren Autos, mit schnellen Autos. Und dann auch am Ende des Abends den Fahrer des Tages zu wählen, beziehungsweise der Woche. Weil ich würde wahrscheinlich nicht mehr fahren als ein Rennevent in der Woche oder alle 2 Wochen. Es kommt drauf an, wie viel Aufwand das ist. Und ja, da gibt es schon ein paar Ideen. Nur ist es wirklich schwer, wenn man Fulltime arbeitet, das zu organisieren. Die Idee steht, aber ich kann absolut noch nicht sagen, wann das stattfinden wird. Oder ob es überhaupt stattfinden wird oder ob es irgendwann im Nirvana der 1000 Aufgaben, die ich so am Tag habe, untergeht. Das kann ich halt nicht garantieren. Aber der Plan steht. Ich überlege noch, wie ich das umsetzen werde. Ich komme leider schon lange nicht mehr hinterher, schreibt Alina. Egal wie sehr ich mich bemühe, das frustriert. Das fusioniert mich manchmal. Auch ganz schön. Aber was willst du machen? Ja, mich fusioniert das auch jetzt schon. Und ich habe ja nur so wenige. Deswegen, ja. Okay, das habe ich mir fast gedacht, dass es bei dir so krass ist. Aber ja, bei dir war es ja am Anfang dann auch so wie bei mir. Ich weiß nicht, wir haben uns kennengelernt, da hattest du, ich weiß nicht mehr, knapp über 1000. Also du warst definitiv schon 4-stellig, aber ich glaube nicht so weit. Und jetzt ist ja bei dir richtig hochgeballert, mein lieber Freund. An der Stelle nochmal ganz, ganz großen Respekt dafür. Absolut verdient natürlich. Aber das ist schon echt eine Leistung, ey. Aber du gibst ja auch viel mehr Mühe als ich. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, Lina ist viel engagierter. Die hängt sich da viel mehr rein. So, wo muss ich denn? Ich muss hier rein, ne? Und dann portet der mich auf die andere Seite. Okay, lol, du fusionierter Typ. Ja, This was the bin ich. place for sure. I was on my way. Wait, do you want me to? I couldn't ask the dame to do any more. She was a class act. A dime store performer in a city of nickels. A diamond in a waste bucket. Good luck, Huxley. I said goodbye to my new friends. The dame flashed me a smile brighter than the sun. Even the dog wished me good luck. No, I didn't. Chemist, Sehr wish him luck. chemist. Good luck, I guess. Good luck, I Be guess. careful, Huxley. I hope you save Pashta. The dame wished me luck. Luck? Luck was for gamblers and Girl Scouts. See you later, folks. Okay, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die Story mit dem länger ist. Also gehe ich mal davon aus, dass wir den einfach nachher nochmal Will treffen. he be okay? I don't know, Camus. I have an additional question. Go ahead. What is a Girl Scout? What is a dime? What is a nickel? Should I search for them? No, it's time to move on, Camus. So, uns fehlen nur noch 4 Lochkarten, dann können wir die Evelyn auch abschließen. Hey kid, you free now? Finished your coffee? Yes, sir. My sure thing control. You got another job for me? Come by Cloudpunk HQ and grab a package. It's for Anderson Financial in Anderson Tower, labeled Mr. Anderson. Is it on Anderson Street in Anderson Town? Don't joke, kid. You don't know the half of it. Control out. Ja, finde ich auch ganz cool. Natürlich haben die den Namen Mr. Anderson von Matrix geklaut. Der ist so ein bisschen Matrix inspiriert.
Ey, Manuel, weißt du, worauf ich gerade Lust hätte? Richtig, Flammkuchen. Ja, den hatte ich gestern. Es wird wegen des Chats noch über 0 Uhr hinaus spielen. Ja, das kann sein. Dann muss ich das morgen fortführen. Aber mal im Ernst, ich finde es mega entspannt und fühle mich so ein wenig in mein Leben geholt und der Unterhaltungsfaktor ist immer da. Das, was auch sein muss. Das nehme ich mal eiskalt als Kompliment, auch wenn es vielleicht an das Spiel ging und nicht an mich. Aber ja, ich finde es auch entspannt, hier mit euch zu sitzen. Das Spiel ist halt auch mehr so ein Walking Simulator. Ich finde es eigentlich ganz geil, zur Abwechslung mal nichts abzuballern oder Rennen fahren zu müssen. Und ich mag einfach, wie das erzählt ist. Ja, die machen da einen richtig guten Job, die Story zu erzählen und vor allem, wie die Charaktere sind. Obwohl man nur so ein dämliches Profilbild hat und eine Stimme. Ja, keine Animation, kein hier, wie heißt es, Meta-Human. Alles sehr, sehr rudimentär und trotzdem ist es sehr, sehr geil. Also ich finde Cloudpunk ist einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Sollte viel mehr Fans haben. Ich weiß gar nicht, wie das bei Metacritic oder so weggekommen ist. Müsste ich mal gucken. So, bin direkt neidisch auf dich, dass ich Flammkuchen hatte. Aber kannst du dir doch auch machen. Gehst morgen nach der Arbeit einkaufen. Bringst dir die Zutaten mit, ist ja jetzt nicht so schwer. Fertige Böden gekauft. Und dann ab dafür. Thales schreibt, ging an dich, nicht immer so Understatement-mäßig sein. Das ist nicht Understatement, das ist einfach nur Bescheidenheit und entgegen meiner Profession des Streamers, welche ich hier auslebe, stehe ich gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Und so gesehen bin ich auch nicht so gut mit Komplimenten. Deswegen dann vielleicht eher zurückhaltend. Hab aber keinen Backofen. Oh, okay, das ist natürlich eher schlecht. Was macht denn er hier? Hey, I know you. You're Cloudpunk. No, I'm Rania. I work for Cloudpunk. Who are you? You don't remember? I'm from Vince. We spoke. Maybe you don't recognize me. We can't take our mask off. I remember. Why are you here? Please, you need to help us. They are trapped. No one can get to them. Alright, calm down. What happened? There was a storm. We sheltered in a cave, but it was no use. We had no choice but to follow the tunnels. Up in the front. Ja, ich überspringe das mal kurz. Ich fasse das für euch zusammen. Can't we go? No, there is. If it... In the we are. I hear you. It is. What about you? I don't know. I'll go. Even... Jetzt bereue ich, dass ich das angeklickt habe. Das ist eine Nebenmission, wo man nochmal in die Vents fliegen muss und muss da die Leute rausholen. Camus, are you there? Did you hear what Aber the da voice- ich ja das Spiel zu Ende bringen will, werde ich das jetzt nicht machen. Ich lasse die verrecken. Bleib wie du bist und mach einfach weiter so. Klopf dir trotzdem mal außerhalb des Streams auf die Schulter. Was? Dann sieht's aber doch keiner. Gut gemacht, bist du gute Boy. So, ja, vielen Dank. Near cold air Ich gebe mir ducts. Mühe. Did you find some? No. Could you search the database for abandoned construction sites below Midtown? Searching. There is a walled section west of Caledon with heavy construction. I'm adding a nav point. On my way. Und natürlich hatte ich die Wahl rechts oder links und ich bin in die falsche Richtung That is a gefahren. strange name. I think it's an Mr. old name. Anderson. Maybe the package will be for an old man. We'll find out soon. Boah, Let's shit. find this Anderson Tower. Mr. There are so many more people Anderson. like me here than back at the plateau. Here in Navalis? Does that make you feel less alone? Hat Camus? irgendeiner von euch den letzten I don't Matrix know. gesehen? A lot of the automata do not have good Ich habe den jobs. immer noch nicht gesehen. That Ich weiß wasn't gar so nicht, ob der different back home taugt. either. The agriculture automata didn't even get breaks. They just worked in the fields 24 hours a day. Yes, but they would. Wo habe ich eigentlich? Vorhin irgendwo hier so ein Wasser.
So viel zu Understatement, genau mein Humor. Ja, Ironie und Sarkasmus musst du bei mir mit einbrechen. Das ist kein mangelndes Understatement. Maybe that was just a way for them to feel good about what they had to do. They didn't have to work there. They could have worked at the mine. Not much of a choice, though, right? I wouldn't want to do either of those jobs, would you? No, but the automata here in the city are different. I think they laugh at me. When did they laugh at you? All the time. When we refuel, when we park, when we have the windows cleaned. I have to interact with them, and I always say the wrong thing. I feel the same, Camus. We don't fit in here. Not yet. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. Hoppala. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus. But I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Oh. Ja, ist schon ätzend, so Außenseiter zu sein, egal wo das ist. Ja, wie lebst du denn, wenn du nicht mal einen Backofen hast, Fiona? Wie kochst du denn? Hast du keine Küche? Also, will dir jetzt nicht zu nahe treten, du musst jetzt hier nicht dein privatstes Privatleben zum Besten geben. Aber wie überlebst du? Du musst ja auch essen. There is a security door. I can hear people inside. Can it be them? Maybe it is giant rats. What if it is giant rats? I'm opening the door. I am worried about the rat possibility. Oh God, it's open! Someone found us! I don't believe it! Okay, jetzt habe ich die Farmer doch gerettet, From the vents? Yes, the door would not open. We banged weil ich and dem banged on falschen it. Zielpunkt People just nachgelaufen walked bin. They Okay, ich spule mal vor. You Ist both nicht so spannend. Please, Thank you. Cora, bless So, Cora Plus. Dadurch haben wir jetzt noch 2 Lochkarten gefunden, was ziemlich geil ist. Vielleicht liegt da drüben auch noch eine dritte. Dann können wir die eine Mission wenigstens auch noch abschließen. Es tut mir in der Seele weh. Ich bin ja eher so der 100%-Typ, wenn ich Missionen liegen lassen muss. Doch, die habe ich. Ist aber eine 1,5 Zimmerwohnung. Ja, das weiß ich, dass die so klein ist. Meine Küche ist daher nicht groß. Okay. Aber du hast eine Herdplatte und so. Also, du kannst schon warmes Essen auch essen. Nicht, dass du hier aus der Dose lebst. Aus der kalten Dose. Einen schönen guten Abend, Tom Gamer, du Legende. Lang nicht mehr gesehen und doch wiedererkannt. Ich glaube, vorgestern haben wir uns nicht gesehen. Umso cooler, dass du heute da bist. Jawohl, wir haben die 20 Karten zusammen. Das ist ganz geil. Weil wir müssen sogar nach Little China. Dann können wir das verbinden und Evelyn ihr Gedächtnis zurückgeben. Wobei ich befürchte, dadurch, dass auch hier auf der Karte noch so viele Sachen zu entdecken sind, dass sie nochmal 20 haben will. Aber naja, mal schauen. Okay, ja, dann bin ich beruhigt, Fiona. Ich dachte schon. Du würdest nur von Toastbrot leben und vom Gedanken an meinen Flammkuchen. Naja, nicht wirklich. Da habe ich erst Montag, Dienstag und Mittwoch frei. Ups. Alter! Ich fahre wegen dir hier noch die Karre kaputt. Ich sehe es kommen. So, Anderson Financial. Da bin ich mal gespannt.
Ja, noch ein bisschen Cockpit-Action machen hier auf die letzten Meter. Hui. Ja, sonst geht's dir gut, Tom? Alles fit? Bist du jo Trupp oder was, mein Junge? Ja, ja, dat. Bist du lecker Mädchen? Ja, ja, dat. Sieht gut aus. So, also. Wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, zum Appartement zu fliegen. Und zum anderen die Möglichkeit nach Avalon Heights. Ich würde sagen, Avalon Heights it is. Weil zu unserem Apartment kommen wir, glaube ich, sowieso nochmal zurück, kurz vor Ende. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir die Nacht sogar dort beenden, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich würde es auch nicht zu viel vorwegnehmen. Vor allem, weil es gefährliches Halbwissen ist. Ist schon eine Weile her. Weiß gar nicht, wann wir das gespielt haben. Fiona weiß das vielleicht noch, aber ich glaube auch nicht. Würde mich mal interessieren, wann wir das auf der PS4 durchgespielt hatten. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Müsste ich mir die Videos nochmal angucken. Die sind bei YouTube, glaube ich, auch noch. In Livestreams ungeschnitten in dem Ordner. Muss ich morgen mal gucken, das interessiert mich. So, Mr. Anderson, dann zeig mal die Karte. Ah ja, wie komme ich denn da hin? Okay, einfach mal so rechts. Und dann mal hier so querfeldein, oder wie? Mal schauen, wo das ist. Vor knapp 2 Jahren, weil ich ja damals dazugekommen bin. Ja. Oh, gestern habe ich übrigens gesehen, man kann sehen, wie viele Chatnachrichten die einzelnen Leute geschrieben haben. Und du hast schon so viele, dass es nicht mehr angezeigt wird. Da steht nur noch 999 plus. Sau krass, ey. So. Ich will hier landen. Warum darf ich nicht? Ah. So, jetzt haben wir sogar noch eine Lochkarte zu viel. Ah, läuft bei dir, ja. Ach so, warte mal. Ich klicke mal ganz kurz auf deinen Status. Ja, dein Konto hast du seit 2019. Du folgst mir seit 2020. Seit 18. Oktober. Seit 18. Oktober, ja, das kommt hin. Ich weiß, es war schon die kältere Jahreszeit. Also wir haben das im November oder so gespielt. November oder Dezember. Warte mal, Oktober. Oder bist du vielleicht... Nee, du bist nicht zu Cloudpunk dazugekommen, oder? Doch. Bist du nicht wegen Cyberpunk sogar dazugekommen? Das würde ja Sinn machen. Ja, okay. Dann war es Oktober. Ah, siehst du mal, dann ist das ja doppelt eine Premiere für dich. Ein Jubiläum für dich. Ah, Tom Gamer, du geiler Typ. Tom Gamer verschenkt wieder Subs. Diesmal hat es die Alina erwischt, sehr schön. Hollywood Germany hat es erwischt. John Cena, den habe ich noch nie gesehen. Kleiner Gag. Und PlayStation Gamer, das finde ich auch sehr gut. Und den guten Stefan hat es erwischt. Gratulation an die Beschenkten und vielen Dank nochmal. Miss Anderson. Of course they are. What a mess. Look, can I come in or... Yes. Opening entry for driver 14FC from Cloudpunk only.
Ja, ist so witzig. Die Leute in dieser Firma, Anderson Financial, heißen halt alle Mr. Anderson. Und die Frauen, die da arbeiten, heißen alle Mrs. Anderson. Und hier steht am Eingang natürlich Mr. Anderson. Hallo, Mr. Anderson. Ja, Tom ist der absolute Gönjamin. Wenn ich einmal kurz hier bin, muss das sein. Yeah, what a weird coincidence. Is there anyone else I can talk to here? Anyone who's Ja, not Tom an einfach android? bester Mann. No. Well, I'm going to give you this package then. Your name matches the tag. That's close enough for me. But what if I'm not the correct recipient? Don't you want to know what's in the Hey, package? Jerome, bist du wieder im Lande? Perhaps we can open it and see if it has any further instructions. Good idea. So, let's see. I just rip this flap and it's a comm, but a really, really old one. I think this one echt? won't even connect to the nets. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil There's a keine video Fotos on mehr it, though. kamen. Maybe the video will tell us which Mr. Anderson to give it to. Worth a shot. Hello, my name is Mr. Anderson. Oh, come on. More specifically, I am the Mr. Anderson who left Anderson Tower last month. I fell out of a 103rd floor window. Upon reaching the ground, I made a fascinating discovery. There exists life outside the tower. Wait, you didn't know that? Didn't you realize there was life outside the tower when someone buzzed you? Or when you looked out a window? You know, it never really occurred to me. But yes, that does seem strange. Please, Hoppala. play the rest of the message. My brothers and sisters, we have been abandoned by Mr. A. He has left us, and it is time for us to expand our consciousness and go out into the world. This was the only way to contact you all, as network access is restricted inside the tower. Your workplace is a prison, and I send you this message for one reason, to set you free. I think that's the end of the recording. So, are you going to leave the tower? What? No, we are not permitted to take any time off work. Seriously? When was your last break? We are not permitted to take breaks. Not permitted by who? By Mr. A? Is he your boss? Mr. A is the CEO and director of Anderson Financial. Of course he is. Well, where is he? I'm not sure. You could try asking Mr. Anderson in personnel. I am just Mr. Anderson in security. And where is this other personnel, Mr. Anderson? Over there, in the main atrium. Wait, before you go, I would like to register a complaint. To Cloudpunk? You'd have to talk to my boss. No, I want to complain to Anderson Financial. I don't work for them. I am not permitted to complain to another employee. You're the first person I've been able to complain to in several hundred years. That's not really my problem. The first of my complaints is about working hours. Our lack of breaks means that Okay, wir kürzen das jetzt mal ab. Also, wir spielen gerade Cloudpunk. In Cloudpunk spielen wir Rania. Das ist eine junge Dame, die von den östlichen Inseln kommt, die eigentlich Musikerin ist und die aus unbefindlichen Gründen sämtliche Besitztümer gepfändet bekommen hat und der man ihr Haus weggenommen hat und ihr ganzes Hab und Gut und sogar ihren Roboterhund musste sie verkaufen, um über die Runden zu kommen. Und die ist in die große Stadt gegangen, in diesem Fall nennt sich die Stadt Nevalis, um ein bisschen Kohle zu machen, um unter anderem ihren Roboterhund wieder zurückzuholen. Und wir stecken jetzt hier in dieser dystopischen, Cyberpunk-artigen Welt, verdingen uns als Lieferfahrer und müssen nicht, aber wir wollen rausfinden, was hier los ist, was hier schief läuft, weil die KI, die dieses ganze System hier quasi steuert, Verkehr etc., die scheint so ein bisschen durchgedreht zu sein. Und Rania hat so ein bisschen das Bedürfnis, den Menschen zu helfen. Die ist halt von Grund auf eher so, mitfühlend und zuvorkommend und hilfsbereit und
Nächstenliebe wird bei ihr groß geschrieben. Im Gegensatz zu den ganzen Städtern, wo hier jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und ja, das ist eigentlich ganz geil. Macht Bock, ist absolut non-violent. Also hier wird nicht gekämpft. Wir laufen hier nur rum, labern mit Leuten, fahren mit dem Space Taxi durch die Gegend und ja, sieht alles so ein bisschen pixelig aus, aber ich finde es ganz geil. Ja, zweite Staffel Mandalorian war ganz okay, hat für mich aber bei weitem nicht an die erste Staffel rangereicht. Und war aber okay. Ja, fand ich gut. Da mir 5 bis 6 Stunden nicht reichen, wünsche ich später eine gute Nacht. Bis demnächst. Ja, alles klar, Thales, cool, dass du da warst. Und du kannst ja, wenn du magst, den Rest dann bei YouTube anschauen. Während wir jetzt hier die Mr. Andersons abklappern und ich würde sagen, dass wir die Dialoge wirklich abkürzen, weil da geht es mehr um Witze mit Mr. Anderson als alles andere. Da ist jetzt nicht wirklich viel Substanz dabei. Die beschweren sich jetzt gegenseitig und so, also es ist alles so ein bisschen lame. Den Teil mag ich nicht so. Jetzt reden wir zum ersten Mal mit einer Mrs. Anderson. Ms. Anderson from accounts? I know. Look. Yeah. 50. Wie ich die erste Staffel bewerten würde von 1 bis 10. Also erstens tue ich mir sehr schwer, in einem Star Wars T-Shirt eine Star Wars Serie zu bewerten, weil für mich als absoluten Fanboy kann ich nicht schlechter werten als eine 10. Ja. Wenn ich das aber nüchtern betrachte, als jemand, der sich mit Filmen und Serien recht gut auskennt, müsste ich schon ein paar Abstriche machen hier und da. Aber insgesamt kann ich das halt nicht. Also ich kann nicht die Fanbrille absetzen, das geht nicht, ja. Und ich habe mir schon lange sowas wie The Mandalorian gewünscht. Ich mag halt auch so Westernartige Erzählungen und für mich ist das so ein bisschen die Verschmelzung zwischen Star Wars und Western. Zwei Dinge, die ich unfassbar gerne mag. Und deswegen muss ich da notgedrungen eine 10 geben. Also ich habe da leider nicht so wirklich die Sätze alle Mitarbeiter. Ach so, ja. Okay, warte. Da kommen wir gleich dazu. Wir müssen nämlich jetzt hier eine Entscheidung treffen. Macht er, wobei ich immer auf den Sneak Peek fürs kommende Spiel warte. Der Sneak Peek fürs kommende Spiel. Ja, da reden wir dann die Woche drüber. Das entscheide ich sowieso noch nicht heute. Ja, also ich finde Mandalorian super. Ich fand Book of Boba Fett leider nicht so prall. Das habe ich danach geschaut. Was ich aber mega fand, war Obi-Wan. Das hat mich richtig berührt. Also, wir haben jetzt hier die Wahl, entweder alle Mitarbeiter zurückzusetzen. Das heißt, wir setzen die auf 0 und dann ticken die alle so ein bisschen aus, oder wir lassen die Andersons selbst entscheiden. Ich habe damals, weil ich ja alles immer das Gute machen wollte, habe ich die Andersons selbst entscheiden lassen. Deshalb würde ich sagen, wir setzen jetzt alle Mitarbeiter zurück. Und gucken, was passiert. Der Master Reset Schalter ist natürlich außerhalb der Fabrik. Frei zugänglich für alle. I'm sorry, Andersons. I don't think you're ready for Nivalis just yet. Oh cool, und wir haben Wohnungsupgrade freigeschaltet. Vogelkäfig. Weil wir quasi die Roboter eingesperrt haben, um den Rest ihres unendlichen Lebens hier in der Firma zu versauern. Oh, Panderatoxis. Vielen Dank für den Follow, Panderatoxis. Panderatoxis. Was ist mit meinem Text-to-Speech los? Ja, willkommen in der Gang. Danke für den Follow. Pandera. You were gone for a long time. I couldn't talk to you. Communication from the outside world is forbidden in the tower. What did you do? I don't even know, Camus. This is a strange job. Will you be okay? I'm fine. I'm not so sure about the Andersons, though. Who are the Andersons? It's a long story, Camus. I'll tell you some other time. We have a message. Text only. Control? Rubric. Lomo's hacker. Is there any way to delete it? Pretend we didn't get it? We could delete it.
and pretend we didn't. Schade, dass der nur eine Textnachricht geschickt hat. Das war der Typ mit der geilen Stimme. Der hat mir immer viel Spaß gemacht. You know who I am. I mean, could we make it look like we didn't get it? Ah, I Oops. understand. No. Damn it. What does it say? Come, collect a package for me, little Oh, rabbit. spricht doch. Bring your dog, too. This is me whistling. Bring your Either you dog meet too. me at the roadhouse, or Corpsec meets you at your apartment, and they'll bring your debt record from back east with them. Alter, Be a der Typ, clever rabbit and come quick. wie Why do we unfreundlich. never get good messages? Because we don't know any good people. Come on, Camus, we'd better go. Give me a nav point for the Roadhouse Club. So, wir stellen gerade kurz Evelyns Gedächtnis wieder her, aber ich spule das auch vor, weil die erzählt uns jetzt ihr komplettes Leben. Yes, So, I mean, I must. But- I cannot. I guess Maybe. Okay, wie ich erwartet habe, schickt sie uns nochmal auf die Reise, noch 20 mehr zu holen. Also haben wir sie jetzt noch nicht komplett wiederhergestellt. Schade, weil dafür gibt es auch eine Trophäe. Die hätte ich gern gehabt. Aber dann nicht in diesem Playthrough. Das finde ich so ein bisschen schade, wenn man ein Spiel auf PS4 gespielt hat, was danach auf PS5 rauskommt, dass man dann die Trophäen nochmal neu holen muss. Das finde ich schade, weil es ist halt ein neues System. Deswegen übernimmt er das nicht. Ich verstehe schon den Sinn dahinter. Aber ja, ich finde es irgendwie schade. Wobei ich bei der PS4 kein Platin habe in dem Spiel. Weil man doch wirklich jede Sidequest machen muss. Und den einen oder anderen habe ich wahrscheinlich nicht mutwillig, aber aus Versehen stehen lassen. Auf geht's zum Roadhouse Club. Meet me at the Roadhouse Club. I whistled. Hey, du Affe! Seid ihr alle blöd oder was ist denn mit euch los? Eieieiei. Ja, es gibt Schaden in dem Spiel. Sieht man hier zum Beispiel, meine Scheibe ist schon komplett ruiniert. So, hier oben ist der Roadhouse Club. Ich muss gerade mal gucken, wo kann man denn da parken. Ach so, auf der anderen Seite. Das ist natürlich hervorragend. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Oh, drüber geflogen wie jetzt. So, wir haben hier einmal eine Bank. Dann haben wir hier Lochkarten, einen Typ zum Reden. Ne, wir gehen straight dahin. Straight ahead, mein Freund, straight ahead. Ja, die Lochkarte nehme ich trotzdem mit, weil wer weiß, ob ich hier jemals nochmal herkomme. Zackedi zack. Summon Yasuhiro. Oh. Okay. Let me past. No, I ain't going nowhere. Your boss wants to talk to me. I'm not supposed to be late. You're making me late. If you're late, you should have got here earlier. If I'm late, I'm telling him Freundlich. why. I'm just chopping with your lady. Japping? Fooling with ya. Rubric don't want to see you. Just wants you to have this. He left his package for ya. Where is it supposed to go? Huh? You don't know? No. Well, I guess he's gonna tell ya. Better hurry, Rabbit. Gonna be late. Good, rabbit. Follow the nav point. Please.
please. I didn't say I wanted to accept a call, Camus. I couldn't stop him. He's taken over the comm. You want to know what it is, don't you? You've been turning it over in your mind. What did Lomo have me deliver down there in the hollows? You can't stop thinking about it. To be honest, I've had bigger things to worry about. Oh, don't let me deflate your ego, though. You were saying? You've got a lot to learn about living in Nivalis. It takes a lifetime to understand this city. A lifetime? Well, then the earlier I start, the longer it will take. You know what Palette 3.0 Die does? Sprüche von ihr sind so gut, ey. You know nothing, kid. Little rabbit. What it could do to you? It's a virus, right? I heard there was an outbreak. It's much more than a virus. Palette 1.0 affected computers, but Palette 2.0 affects neural augments. It makes autonomic bodily functions become conscious choices. It does not stop the individual's heart beating, their lungs breathing, but it stops that from happening without command. When an individual is afflicted with Palette 2.0, they must make their heart beat. They must be conscious of every breath. They cannot sleep. Ah, der Sprecher, kriege ich Gänsehaut. Der ist echt gut, der Typ. Diese Ladezeit wird Ihnen präsentiert von keineladezeiten.de. Lose focus for a second, or they will die. You made this virus? No, it is an ugly thing, an ugly way to die. Slow and cruel, but I created the economy around it. The subscription plans, the digital inoculation, the cure, insurance policies to protect the families of those it afflicts. Sounds like a protection racket. Which economies are any different? You're full of shit. What is this package? You're full of shit. Palette 2.0, the last pure source code, stored on Quanta Drive. It can't be decrypted by anything in Nivalis below the spires. And you want me to do what? Spread it? Quarantine it. There's a simple, unmarked delivery chute in the stacks. It will take the sample to a secure bunker where rare and unique viruses are stored in case they are needed again. Needed for what? To make new viruses? To fight them, but also to manage the economy. If my associates were to infect a few thousand people. Oh, ich habe ganz übersehen, dass wir den Hover reparieren müssen. Sonst gehen wir demnächst drauf. Low-level neural affliction, every individual would pay for a security upgrade. Oh, und hier ist jetzt der Verkehr der Hölle. Would become a Ah! panacea. Everyone would install it. Okay, da ist eine And the Werkstatt. next far more dangerous virus would hit them as a harmless ripple instead of a devastating tidal wave, leaving them untouched. Their lives would be saved. Pretty cool. You know, this city has its share of monsters, but I think you're the worst. And don't forget it. I've given you the final nav point. Do your job, little rabbit. Do your He is job, gone. little rabbit. We are alone again. Camus, is there a waste disposal near? One that leads all the way to the sea. Yes, I have a nav point. Can we really do that? I don't believe this is a cure at all. This is Rubrick's retirement plan, and he'll use it again. What if sending it to disposal means someone else gets it? Or maybe it will spread. The package says it is dangerous. It's worth it. Besides, I don't think Rubrick wants anyone else to know he gave us this. If he goes after us, we can rat him out to Lomo.
I don't believe for 1 second that Lomo would be forgiving. Okay, wir haben wieder eine Gewissensentscheidung. Und ich versuche gerade, mich zu erinnern, wie ich mich das letzte Mal entschieden habe. Also, wir können Rubriks Paket abliefern, so wie er das will. Oder wir können es wegwerfen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich entschieden, es wegzuwerfen. Weil das ja so klingt, als wenn es das Vernünftigere wäre. So, ich glaube, das Paket ist auch im unteren Bereich. Das heißt, wir müssen hier erstmal mit dem Aufzug. Achso, hier ist gar kein Aufzug. Da drüben ist aber einer. Ja, wer ist der Typ da drüben? Roadtrip. Ah, nee, der hat auch nur eine Nebenquest. Den lassen wir stehen. So. Dann... I can't believe we're helping that asshole. We are become death, destroyer of worlds. A quote, Camus? Where did that come from? I have been reading quotes and sayings and expressions. That's good, but I don't think that one fits our situation. Wo war das nochmal her? I am become death, destroyer of worlds. Woher war das nochmal? Der Tag, an dem die Erde stillstand oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Das kommt mir so bekannt vor. Ich kann es jetzt nicht googeln. Let's get out of here, Camus. Oh, Huxley. Ich hab doch gesagt, dem seine Questline ist nicht vorbei. Huxley, you can't keep asking for help. I have to do my job. You're on your own. I hope the dame knew I wouldn't be calling if I had any other choice. Damn it, Camus, what should I do? I should leave him, right? I am not so sure. But you hate him. He is one of us now. A friend. Really? All right. Huxley, where are you? I sent the dame a nav point. I'm on my way. Ach, ich mag den Huxley. Ich mag auch, wie der spricht. Irgendwie hat das einen ganz geilen Flair. Can I ask a question? Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. Oh, but der now Arm. I'm not any kind of dog. Not to other people. They just see me as a hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a hava automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Friend? If I... Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, sie hat den Geist ihres Roboterhundes momentan im Autorechner, damit er weiterleben kann und sie mit ihm kommunizieren kann. Dog, am I not a pet? Look, Camus, what do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. What's a dog with no bark? Stop second-guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh,
I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Look, a lot of stuff is fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner, whatever. I like you too. I want to be a dog and your friend. Oh, All right then, let's get back to work. ist schon süß. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you. Ja, ich finde den schon süß. Der Charakter ist cool. Ich mag auch die Idee irgendwie. Also nicht die Idee, Proper frame. dass mein Hund ein Roboter wäre und ich ihn verkaufen muss, wenn ich mal Was the arm bin. last job good? Aber dass The sowas Andersons? funktioniert. I don't know, Camus. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By the world around them. That's very wise, Camus. I am not programmed to be wise. Well, you've gone beyond your programming then. Is that a compliment? Maybe the highest compliment. Then I think you have gone beyond your programming too. Ups. So, wie kommen wir auf die andere Seite? Können wir da einfach hinlatschen? Ja, also für den Fall, dass jemand von euch das hier gerade zum ersten Mal sieht, das Spiel spielt nur eine Nacht lang. Also nicht wundern, weil es hier keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt oder weil es hier nicht aufhört zu regnen. Das Spiel geht in der Regel, wenn man es normal relativ zügig spielt, so 6 Stunden, 6 bis 7 Stunden. Wir sind jetzt, glaube ich, in Stunde 8. Wir haben aber auch einige Sidequests gemacht und viel zwischendurch gelabert und dadurch natürlich ein bisschen Zeit verloren. Und dadurch, dass das so einen kurzen Umfang hat, fühlt sich das halt auch nicht unnatürlich an, dass es nur eine Nacht spielt, weil es ist halt Echtzeit alles. Das finde ich ganz cool, irgendwie. This had better be good, Huxley. Wait, what happened to your arm? It was a good question. How do I tell the dame that when Raguan's goons gave me the elbow, I lost an arm? We had to get moving. Okay, interesting. I gave them a nav point that would get us out of danger. They ripped your arm off? You have to go to CorpSec, Huxley. Raguan, Corpsec, Peter, they were all tangled up in some complex web I couldn't untangle. But I knew one thing. If I tugged on the wrong thread, the spiders were gonna come for their lunch. What does that mean? I am sorry I said to pick him up. He is still very annoying. Quiet for now, Camus. Huxley, you think CorpSec is involved in Pashta's disappearance? It was all connected, but I couldn't see how. Someone was lying. Raguan said I should talk to Peter, but then his gorillas ripped off my arm and threw me out of a 6th floor window. So just call Peter and ask him what's really going on. Now the client wouldn't answer my calls. I could feel the girl slip through my fingers, and if I couldn't pull her back, she'd slip through the cracks too. That's why you called me, right? You want me to take you to Peter? I wanted to tell the dame that she was right, that it would be easy.
She thought I was asking for a quick journey across town, but I was asking her for much more. I was asking her to go out on a limb for me. Huxley, just this one time, please skip to the point. Ja, vielen Dank für den Follow, Carnage. Willkommen in unserer kleinen Gang hier am ruhigen Sonntagabend. Moinsen. So. Cloudpunk. That was the name of the company the dame worked for. They had some serious resources. Vehicles, contacts with society both high and low, and an up-to-date address list of almost everyone living in Nivalis. Oh no. Huxley, that could get me fired. If we are just asking, maybe we won't get in trouble. Camus, you didn't want us to help Huxley in the first place. I have been thinking more about The things, Shuriken Life game. about automata and what we do. And? We need to help each other be better, like saving a little girl. Oh, mein Everything is Licht. so complicated Mein in the Licht schaltet city. sich aus. Es ist You do Feierabendzeit. something, and it is a bit good, but a bit bad too. But saving the little girl is only good. I can't explain it very well. No, it's fine. I get it. It's nice to help people when you can, but I'm responsible for both of us, Camus. If I get fired, I can't even keep you in the Hava. Never mind find you a new body. I understand. I still want to help find Pashta. I didn't want to impose on. Quiet, both of you. I have to make a call. Control, this is driver 14. This is Rania. I need to ask for a favor. I read you, driver. What do you need? I need an address. I don't think I'm understanding you. We don't have a new job for you yet. There's no packages right now, but if you give it half an hour... This isn't really about work. I need a personal favor. I just need you to give me someone's address. You, know this someone? Not really. Look, I know it's a big ask. You ain't joking. Das sieht hier wie Cyberpunk aus, das Game. Die Diskussion hatten wir gestern schon mal. Können wir gerne nochmal aufmachen, ich habe nichts dagegen. Fired. I could get fired. You want to tell me what this is all about? A girl is missing. Das Spiel sieht nicht aus wie Cyberpunk. Das Spiel ist Cyberpunk. Ne, weil Cyberpunk ist ja nicht allgegenwärtig, nur weil Cyberpunk auch noch Cyberpunk heißt, sondern Cyberpunk ist ja eigentlich ein Genre. Ne? Zufälligerweise heißt Cyberpunk 2077 halt auch Cyberpunk wie das Genre, hat aber weder das Genre begründet, noch hat es das alleinige Recht, Cyberpunk zu sein. Ja, also Cloudpunk ist auch ein Cyberpunk-Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was in einem Cyberpunk-Setting spielt, hat aber nichts mit Cyberpunk 2077 zu tun. The less details you know, the better, right? I just need this one favor, Control. It's important to me. I don't want to hear any more about this 14FC. Gute Erklärung. I'm signing off. Ja, mehr oder weniger. Control, Gestern habe ich mir wait. mehr Her name Mühe is gegeben, Pashta. aber da hatte ich mehr Zeit. She's alone, probably scared. Taken... Ich habe leider vergessen zu schauen, wenn ihr euch dafür interessiert, was Cyberpunk genau ist, heute ist auch Sonntag, genau. Wenn ihr euch dafür interessiert, was Cyberpunk genau ist und wie Cyberpunk entstanden ist, dann müsst ihr mal bei YouTube in die Suche eingeben Cyberpunk Doku. Ich glaube, es war eine Arte-Doku, ich weiß es aber nicht mehr genau. Also das Cyberpunk-Genre geht schon zurück bis in die 1920er Jahre, das gibt es schon ganz lange. Und ich bin so eingestiegen, als in den 80ern und 90ern halt sehr viele Anime-Serien und Filme dieses Cyberpunk-Thema aufgegriffen haben. Allen voran Akira, 80 Police, Ghost in the Shell und so weiter. Alles sehr starke Vertreter dieses Genres. Indigo Gaming hat eine ziemlich gute Doku dazu gemacht. Indigo Gaming, das kann auch sein, dass ich die auch schon gesehen habe. Wisst ihr was, ich gebe es mal kurz. Ja, das ist super spannend, das Thema. Vor allem ist das so schön, weil die halt in dieser Doku auch
diese ganzen Vertreter aufzählen, die das Cyberpunk-Genre quasi begründet haben. Und ich finde das super spannend. Documentaries. War leider auf Englisch. Auf Deutsch gab es das nicht. Genau, Indigo Gaming. Die habe ich auch gesehen. Ja, die war sehr, sehr gut. Ja, dann gebe ich euch die an die Hand. Die hat insgesamt 3 Teile, wenn ich das richtig sehe. Die war auch sehr gut. Da gibt es noch eine The Phenomenon of Cyberpunk. Cyberpunk The Documentary von 1990. Die mache ich mir gleich mal später ansehen. Also wenn ihr Cyberpunk und Documentary eingebt, findet ihr einen Haufen Treffer. Und eben auch diese Indigo-Dokumentation. Die habe ich auch gesehen. Da erinnere ich mich dran. Da ging es halt um so Spiele wie Neuromancer, um Filme wie Robocop oder Blade Runner. Und die haben das wunderschön auseinandergenommen. Danke für den Tipp, Carnage. Kriege ich richtig Gänsehaut, weil ich bin einfach so ein Cyberpunk-Hoshi. Ich liebe, das ist mein absolutes Lieblingsgenre. Ich liebe das. Artyom. I could have been that little girl. That's why I have to help. Growing up, the debt corps could have taken me away from my mom. But every time, she somehow came up with the money. It was close. Don't you get it? Look, Radia, this isn't a normal favor. What if it was your little girl? Ach, der Ingenieur You schon don't wieder. want to go there. I can't. Look, it's one address. Don't say anything. Don't tell anyone. Peter Unthrink. That's the name. Just hang up, then send us the address. I'll never ask for anything like this again. Control out. I am nervous. That was tense. Ja. Yeah, I wasn't sure. Ja, wobei man sagen muss, dass die Unterkategorien wie Dieselpunk, Atompunk und auch natürlich Steampunk. Steampunk ist, glaube ich, noch einer der größten Vertreter von Unterkategorien, würde ich mal sagen. Die begründen sich ja trotzdem alle auf Cyberpunk in gewisser Weise. Und gerade auch bei Bioshock sieht man das doch sehr gut. Da weichen dann halt diese typischen Neonlichter und so, weichen dann so einem 20er-Jahres-Setting, erinnert aber auch schon stark an so Filme wie zum Beispiel Metropolis und so, von diesem ganzen Production Design. Ja, und Fiona ist auch so ein Cyberpunk-Kind und Steampunk. Ja. Von daher sind wir doch alle hier an der richtigen Adresse. So, fahre mit. Wir treffen uns mit Piotr Unthrink. Wo ist meine Karre? Ja, Piotr Unthrink, wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Das ist der unfreundliche Herr, dessen Tochter entführt worden ist. Und mir schwant Schreckliches. Wie spät ist es eigentlich? Es ist schon 11. Ich werde es heute nicht durchkriegen, ich sag's euch, ne? Gott sei Dank habe ich Teil 3 dran geschrieben und nicht der letzte Teil. Are you sure it's Corpsec? I don't see anyone. The signal is from close by, but I don't know where exactly. Autsch! Den Balken habe ich nicht gesehen. Scheiße. They normally send an incident number. This is Corpsec. You're speaking to Agent Rio. We have reason to believe you are harboring a known criminal, Rogue Android Huxley. Hey, Huxley ist doch kein Rogue Android. Why are you following us? Is this personal? You are currently breaking the law. Corpsec requires you to turn in your passenger and surrender Fritz Lang, ja, yourself to... ist der Regisseur von Camus, you said the signal is Metropolis. close by. Ja, ganz großartig auch. Kann man heute immer noch schauen. Ist vor allem künstlerisch halt total wertvoll. Autsch. Is he affecting any of your systems? No. If we drive, we could get out of his range. You have 60 seconds to comply. If he's not really Corpsec, I think we should run for it. But if he is, he might call for backup to chase us. Maybe we should call his bluff. Nix, wir hauen ab.
Wobei ich glaube, ich bin beim letzten Playthrough geflohen. Vielleicht soll ich mich diesmal fangen lassen. Um zu sehen, was dann passiert. Ich habe noch 30 Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, ehrlich gesagt. Oh, die Zeit läuft weiter. Trotz Ladebildschirm. Sehr uncool. Aber vielleicht hat der Wechsel der Stage ja auch gereicht. Oh nein. Ah, noch 8 Sekunden. You know what? Fine. Arrest us. We'll talk to CorpSec officers about everything we know, including your boss. Was macht We sie denn don't want jetzt? to be arrested. This is bad. Quiet, Camus. If they wanted to arrest us, they wouldn't be talking. I don't think this is really CorpSec. Something is off. Don't start a battle with me, girl. I'll make it into a war. Either arrest us or let us go. Drop this. Drop that android. Get yourself out of this mess while you can. I won't warn you again. He has disconnected. Let's get moving, Camus. Let's get moving. Cyberpunk hat sich in den letzten Jahren zu meinem Lieblingsgenre entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dazu finde, doch hat diese dystopische Welt irgendeine unheimliche Anziehungskraft. Camus, where is this nav point taking us? Also ich folge Cyberpunk schon seit meiner Kindheit und ich finde das Gruselige, in Cyberpunk sind immer so ein paar Grundzüge, die sich immer wiederholen. Meistens hast du diese technisch sehr fortschrittliche Welt, ja, also die sind technisch schon sehr, sehr weit, aber wenn du mal genauer hinguckst, ist alles schon so ein bisschen abgeranzt und runtergekommen. Und was es immer hat, ist diese unheimliche Spanne zwischen Reich und Arm. Du hast immer die Upper Class, denen es super gut geht und die ein tolles Leben führen, und dann hast du immer die Creeps unten in den untersten Levels. Und wenn du mal die heutige Welt damit vergleichst, sind wir halt schon so ziemlich da. Wir sind technisch unheimlich weit fortgeschritten, aber je mehr Technik wir erfinden, desto weiter werden wir sozial voneinander entfernt, und die Klammer zwischen Arm und Reich wird bei uns auch, diese Kluft, die wird immer größer und immer größer. Es gibt kaum noch Mittelstand, es gibt fast nur noch Arm oder Reich, und es ist schon krass, dass wir mit unserer eigenen Welt gerade genau auf diese Dystopie zuarbeiten, wovor uns Filmemacher, Autoren und andere kluge Köpfe seit über 100 Jahren schon warnen. Ist schon so ein bisschen traurig, wenn man das mal bei Licht betrachtet. Aber ja, ich liebe das auch. Also ich finde es absolut faszinierend. Peter would be working the popcorn stand, mixing up the hottest flavors, caramel and anchovy with cinnamon protein flakes. Das hat mir auch an Zurück in die Zukunft 2 so gut gefallen, weil das auch so ein bisschen in die Richtung ging. Is that a real movie? Yes. I saw it advertised on a poster. Gross. We are getting a message. It is from Control. Put him through. He is not on comm. It's just a text message. Oh shit. He says that CorpSec networks are down all over the city. There's a CorpSec security point between here and the Alexa Theater, but if we go on foot, we might be able to get through. I'm not sure CorpSec really are looking for us. I think it was just that one guy trying to scare us off. Agent Rio? Yeah. You're okay to go on your own, Huxley, right? We can drop you at the security point? In a simple world, that would be the plan. But this was a complicated city. Security points like that one couldn't be crossed by an android without a human to accompany them. What? Why? I know why. On the holovids, they said something about an android virus. Humans are worried that the androids are going crazy in this zone.
That sounds like crazy propaganda. Who would believe that? The dame didn't know her history. Truth is, that neighborhood was never the friendliest for rust buckets like me to begin with. Back in '69, the riots hit the district hard. Alexa Theater was ground zero. I'll come through with you then. If the security points are down, they shouldn't have any reason to stop us. But just be cool, Huxley. Try to speak like... Actually, just try to be completely silent once we're there. Can you do that? Wir sind leider schon da, deswegen ist es ein bisschen doof, aber ich wusste halt, wo ich hin muss. So, eigentlich würde ich jetzt den Corpsec-Typen anlabern. Was aber gerade nicht funktioniert. Ah, doch. Good evening, ma'am. We've got a problem with our system right now. I'm gonna have to ask you to be patient while I manually read through your record. We can't contact HQ right now. No problem. Is your android friend all right? Does he speak? Oh no, he's mute. He's always been mute. He doesn't have any recent issues with speech or anything. He's been behaving very normally. So, problems with your system, huh? That must be a bummer. That's the weird thing. It's not the system itself. It's the agents working the security posts. I swear, if we had unions, we'd be on strike. They got us working hours so long, half the agents are like zombies. So, we clear to go ahead, or...? Then we got all these reports of androids going nuts. Turns out, there ain't no evidence that it's the androids at all. We got failed neural augments sparking paranoia. They should be locking up the humans. What's causing all this? Who knows? My old man says the city AI has a virus, and it's infected us all. The humans, the androids, the programs controlling sanitation, traffic, everything. You believe that? Sure. But he also says they put mind control drugs in the toothpaste, and I'm gonna be a rich corpse CEO before I'm 30, so... Can we go? What's that? Oh, sure, whatever. Get going. And don't Yes, let your sir. android buddy out of your sight. It's not safe for his kind in this zone. That was easy. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Controller rot leuchtet. Keine Ahnung, wieso der rot leuchtet. Der hat die ganze Zeit blau geleuchtet. Sieht aber cool aus, deswegen beschwere ich mich nicht. So, Lochkarten immer schön mitnehmen. Für Evelyn. Janus Privacy Solutions offers the best in camera-defying subdermal face obfuscation technology. Janus, get your business face on. Sieht ja einladend aus. Ein Theater ohne Dach. Oh, da ist der Piotr. Es geht, Piotr. Hi, do you work here? We're looking for a guy called... The hell are you doing here? You're gonna get us both killed, Huxley! So, this was the client. I'd pictured a hard-working man in a cheap suit. But instead, I was looking at a greasy-looking... Shut your mouth! You got some nerve coming into this neighborhood and speaking to me like that, Huxley. Look, we just want to help you find your daughter. Shit. Look, this is all a hustle, and it's way out of my league. She ain't really my daughter. Who paid you to say she was? If I tell you that, you're as dead as I am. I've been driving all over the city trying to find this girl. I'm not giving up on this now. Just tell me where I can find her, okay? Just forget her. She's probably fine. The way his voice shook, we all knew he was lying. It's the memory chip in her head they need. It's not about the girl. No one cares about the girl. Huxley does. Just let him do his job. Rio. That's all I can say. Talk to Rio. Wait, the CorpSec agent? He just threatened us. Before you talk to me? Hey, that's great. That means he won't know we talked. Or he thinks I talked already. Shit. Just get out of here, will you already? We should go, Huxley. This is getting dangerous. It would get more dangerous, but I had to stick around.
It's not safe here, Huxley. It was too late for me. The security checkpoints would be up again. I'd be caught if I went through. Besides, I had some leads I wanted to follow here. Damn it. Well, call me if you need me again, Huxley. I'll see you around. Okay. Also es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Huxley getroffen haben. Ja, man kann das auch in Third Person spielen, aber ich finde es irgendwie cooler in First Person. Traffic accidents reported in sectors 1, 2, 4, 6, and 8. Kid, I need you to know this next job. It's not personal, okay? It has nothing to do with our last discussion. You're not being punished. It's just, well, there's no one else available. That doesn't sound good. What's the job? We need you down in Gallows Row. There's been an accident. What kind of accident? Reports are mixed. We think it's a gas leak. Toxic. Some folk are saying it's radioactive. We're pretty sure it's not a zombification virus. And it's definitely not a neural implant ransomware attack. Well, I mean, not definitely, but probably. That all sounds so reassuring, Control. The point is... Ich unterbreche Control an der Stelle ganz kurz. Carnage muss sich leider verabschieden. Morgen hat er eine Klausur. Freut mich aber, diesen Stream gefunden zu haben bis die Tage. Ja, freut uns auch, Carnage. Guck gerne mal wieder rein. Und ja, dir viel Glück morgen bei deiner Klausur. Sure, the area where you're going is safe. Communication in and out of Gallows Row has broken down, and Corpsec have set up a perimeter. But Cloudpunk has received a contract from an external security agency to extract persons of value. So I'm a taxi now. Mal wieder. More like a short-term contracted emergency response vehicle. An ambulance? Yeah, but an ambulance for anyone who might have good private security or health insurance, or anyone who would be valuable to society. You know, CEOs, doctors, anyone with diamond fillings in their teeth. So you don't know who's down there? We're getting scattered reports. Now, this is a lucrative job. You can squeeze 3 people in your hover. I'm not saying you need to save the 3 richest assholes you can find, but make sure they have enough resources to cover the bribes that'll get them back out of the quarantine zone. And then when they get back, make sure they have the savings or insurance policies to, you know, turn us a profit. So at least 1 rich asshole. Maybe 2, just to be safe. Great. So how do I get to this poisonous, radioactive, dead zone filled with rich zombies? There's an abandoned Corpsec security station just inside the quarantine zone. Corpsec are expecting you, so they'll let you through the perimeter. Once you get inside, just blend in as best you can. Ask people their stories. Use your judgment. And only mention you can get someone to safety when you're sure you want them as a passenger. Great. How long till this shift is over, Control? Don't sweat it, kid. The night is almost half done. When's your shift end, Control? My shift? I can't even remember when it began, kid. I'm pretty sure I'll be doing this forever. Control out. Hat jetzt gesagt, unsere Nacht wäre erst halb rum. Ich kann aber nicht glauben, dass das Spiel erst halb rum ist.
Ich habe eine viel kürzere Spielzeit in Erinnerung. Ist vielleicht die PS5-Version länger? Das erinnert mich hier auch ein bisschen an die Jetsons. Kennt jemand noch die Zeichentrickserie, die Jetsons? Das war nach Familie Feuerstein meine Lieblingszeichentrickserie. Hast du es schon mal gespielt? Ja. Ich habe damals die PS4-Version durchgespielt. Aber ich habe völlig andere Entscheidungen getroffen. Und ich wollte sehen, ob der Ausgang dann anders ist, wenn man sich anders entscheidet. So, wir müssen leider hier draußen parken. Ja, die PS5-Version hat so ein paar Annehmlichkeiten wie diese Ego-Perspektive im Fahrzeug. Die Grafik läuft in 4K 60 Frames. Du hast überall diese volumetrischen Nebel. Du hast hier sowas ähnliches wie RTX. Ich glaube, es sind Screen-Based Reflections, aber sie funktionieren sehr gut. Also grafisch ist es nochmal eine ganze Ecke geiler auf der PS5. Ich weiß gar nicht, ob es das für den PC gibt, vermutlich. This whole area is about to be quarantined, ma'am. I know you got a contract to pick up some folk, but you gotta be quick. If you're not back soon, you're gonna get stuck on the other side. Okay, I understand. So, also im Prinzip sollen wir 3 Leute mitnehmen und es sollen mindestens 2 Reiche dabei sein. Normalerweise läuft man jetzt hier rum und labert die ganzen Leute an. Hi, how are you? I am good, thank you. My service tag is GN. How are you doing? Peachy? Are you brand new? You're so shiny. I am 18 hours old, and I have to say, I've only spoken to 6 people so far, but I have liked almost all of them. Almost all? I also spoke to Mr. Sharp. So, you're fresh out of the box. What is your programming? My default functions have not yet been set. I was purchased by a restaurant and was activated by a chef and another chef who talked to me about cooking and also food. Sounds like you were going to be a chef. Why do you say that? Just a hunch. So what happened? All the humans in the restaurant started to cough. Then they were rolling, then twitching, then they were still. I guess they were poisoned by the gas leak, and you were the only one left? Yes, they didn't instantiate my base programming, so I am in generic mode. I just love to be helpful. It's my favorite thing. What will you do if you can get out of here, GN? I don't think I will get out. They will send me back to the factory to be wiped. But you've already been activated. If they wipe you, won't that be like... I do not want to go, but if I am not wiped, I have one recorded owner, and my market value will be far less. If I am wiped, I can be sold as new. But androids can't be owned anymore, not since the law changed. We're only considered emancipated after we've been born, and we aren't born till we're given a name. You have a name? No, that is my service tag. Can I give you a name? No, only my first legal employer can do that. And they don't give us a name till we sign a work contract, usually for at least 10 years. What about if I got you out of here? Perhaps. I would like to help people. I really like helping. I have only done 12 different things so far, but helping is by far my favorite. Much better than worrying about my own mortality. Okay, also er ist schon mal ein heißer Kandidat, um mitgenommen zu werden. Ich überlege, ob wir das Ganze... Ich glaube, wir ziehen das durch, reden mit allen. Und machen dann aber nach der Mission Feierabend, weil es ist echt schon spät. Und dann muss ich das notgedrungen halt weiterspielen. Ja, ich dachte irgendwie, es wär viel kürzer. Ich weiß nicht mehr, was da los ist. Hi, I'm Rania. Hab das viel kürzer in Erinnerung.
looks like we're stuck here, Mr. I'm sorry, I don't have any business cards left. Me neither. But you can still tell me your name, right? I guess so. The cards are eggshell with a hollow finish. The font is an archaic neoclassic choice called Tahoma. They have my office number, so I never forget where I work. And they say your name, which is... Oh, right. Quincy Sharp, CEO. CEO, wow. For which Das corp? ist das Alter, ne? Das liegt daran, dass es schon über 2 Jahre her ist, dass ich das gespielt habe. You don't know which corp you work Da for? ich viele Story-Games seitdem We gespielt just habe. went through a rebranding. I really couldn't say. You know, I've always wondered, what does CEO stand for? No one remembers. We just use it for the upper level management in corps. How do you get a job as a CEO? Foresight, leadership, boldness. Thinking both inside and outside the box. Blue sky thinking, being a savage, originality. Those are the characteristics that make you a real game changer. And money, right? No one works up to be a CEO these days. You need limbs in the first place. I always see money as a kind of energy force, and I've been able to act as a conduit and channel that energy through positive thinking. Nee, da ich das Spiel ja vor 2 Jahren schon gekauft habe, hat damals aber auch nur einen 10er gekostet, habe ich die PS5-Version kostenlos bekommen. Although we haven't spoken since I faked an alibi for my brother-in-law after he ran over that colored lady. Oh God, I should go. Ich kaufe grundsätzlich Spiele nie zum Vollpreis, außer wenn ich richtig massiv Bock drauf habe. Das heißt, meistens so zwischen 30 und 40 Euro rum für ein Vollpreisspiel, statt 60 oder 70 oder mittlerweile ja 80 Euro. Und ich habe aber auch PS Plus extra, da habe ich einen relativ großen Katalog an Spielen, die ich kostenlos spielen kann. Kostenlos, natürlich kostet PS Plus im Jahr, glaube ich, 59,99 hat es gekostet. Oh, die Frau Octavius Butler. Hi, I remember you. Oh, thank Cora you're here. It's good to see you, miss. I was so thankful to Skypunks for their help before. I was hoping you could help me once again. I'm sorry to see you trapped here. Of course you are. It must be very distressing for you to see someone like me stuck here with the rest. I need you to get a message to Mr. Octavius Butler. He'll know what to do. Maybe I can help you. Of course you can. This is a serious matter. You need to get Mr. Octavius Butler. You must remember a message for me. Can you do that? Sure. Maybe. Here is the message. I am trapped in Gallows Row. Come and save me. Do you need to write this down, dear? I don't think so. I think I can remember it. I understand there is toxic gas. I'm not sure how long we'll be safe here. There is no one authorized to take us to safety. But don't worry, Mr. Octavius Butler will know what to do. You know, I might be able to take you... Mr. Butler, dear, get going quickly now. Okay, aus irgendeinem Grund will sie nicht mit. Und die würde ich natürlich mitnehmen, weil wir uns kennen. Professor Allison. Hi, my name's Rania. I'm just chatting with everyone to pass the time. How are you doing? Why are you asking so many questions? I didn't think I was. Look, it wasn't my fault. You know that. I know that. The lab has accidents all the time. It was definitely one of the interns. Do you work in a lab? I own the lab. And no, none of us could have predicted the... Are you with CorpSec? Definitely not. If you can find a way to get me out of here, I'll make it worth your while. I told the CorpSec officers Okay, der at hat the richtig perimeter Asche. that I had rescue insurance, but they didn't believe me. You believe me, right?
Sure, I'll just go get you some help. Dr. Ochoa. Hello, miss. Not miss. I'm a doctor. Oh, sorry about that. Direkt unsympathisch, Are wird you nicht okay, gerettet. doctor? Ich geh weg. Yes. Yes, sorry for snapping. This is all just very stressful. My name is Dr. Ochoa. Nice to meet you. Are you a... I'm just stuck here like you. What happened? They say it was a toxic gas leak. Some of my patients have been having trouble with their breathing in the last few weeks. I thought it was just smog, but I guess it was much worse than that. Are you sick? I have no symptoms of respiratory illness. I am feeling lightheaded, but I think it's the heat in here. Ja, ich jeden Tag bei der Arbeit. Ja. Have you talked to that Warum butler fragst du woman? mich so viele Fragen? What a nightmare. What caused the toxic gas? I don't know. The whole city is falling apart. Explosions, gas leaks, trash mountains, logic virus bombs, whole districts getting relocated. The economy is in constant flux. My grandmother was an old tech priest. She used to say the city has a spirit, and that spirit gets a little angrier every year. You don't believe that, right? You're a doctor. No, I don't believe the city is the avatar of a new dark god rising. My grandmother had early onset dementia. So why is everything in the city getting worse then? No one else will say it. But when you're a doctor, you learn that sometimes you just have to say, I don't know. Questions create a vacuum that answers want to fill. But bad answers are worse than no answers. What will you do when you get out? Drink some vodka. Phone my ex-husband and tell him I still hate him. But he can stop worrying about me. Eat some takoyaki. Will you be able to Scheiße, afford okay, the krass. rescue insurance if someone picks you up? No way. I've only been out of medical college 10 years. It doesn't matter though. No one's coming anyway. We're just gonna have to wait it out. Yeah, I guess so. Ich habe gerade das Zitat gegoogelt, was wir vorhin gehört haben, wo er gesagt hat, Now I'm become death, the destroyer of worlds. Und das ist nicht aus einem Film, wie ich gedacht habe, sondern das hat Robert Oppenheimer gesagt, der Vater der Atombombe. Das ist ziemlich gewichtig. Ich sag ja, das Spiel ist einfach verdammt gut geschrieben. So, Sergeant Kame ist der letzte auf unserer Liste. Hi. Can I talk with you for a minute, sir? Mom, yes, Mom. Sergeant Kime, pleased to meet you. Sergeant Kime, pleased to meet you. Der ist wohl How Ihre. long have you been in the army? 312 years, man and boy. Or android and circuit board. Am I right? Yeah, good one. Hey, what do you know about this accident? Very little, Mom. I'm on need-to-know programming, and I do not need to know this. Do you have any friends or family looking for you? I got the old boys waiting for me at the oil guzzler. It's my local. Are you retired? Yes, Mom. There's not many of us Mark 8s left in the city. We're antiques. I was originally programmed to run an all-terrain vehicle during the Rat Wars. The Rat Wars? Were you really fighting? Rats? Yeah. Well, at first, they grow pretty big in the lower levels of Nivalis. Scurrying down corridors in swarms. Hundreds of them. Millions. Big as horses. Was it really a war if you were fighting rats? It sounds more like you were an exterminator. If you'd been there, you would have called it a war. And I don't suppose you have much savings as a veteran either? Barely a penny to my name. Okay, dann müssen wir jetzt wohl entscheiden, wen wir Hello, mitnehmen. it is Camus. Camus the dog. I am messaging Rania with a very important message.
Yeah, Camus, you don't need to... What is it? The guards are saying the gate will close soon and no one will get out. You need to come back. I can't decide who to take. There is only room for 3. I know. And we need to take passengers who can cover the costs of rescue for Cloudpunk. At least, I think we do. Should I just take the people I like? Ja, I bitte. don't know, but you have to choose now. You should talk to the people you want Ja, to ich weiß schon, save, wen then ich mitnehme. get out of there quickly. All right, I'll tell them. I know who I'm going to choose. I Also think. ich nehme auf jeden Fall die Miss Octavius Butler mit, auch wenn sie eigentlich nicht will, weil die hat einen Haufen Kohle und die kenne ich ja schon. Wo ist die eigentlich? Hallo, Miss Octavius Butler, wo bist du denn? Da ist der Professor, den möchte ich nicht mitnehmen, weil der hat die ganze Scheiße verbrochen. Da ist die. Die nehme ich mit. Mrs. Butler, I can take you back to your husband. I have a vehicle and I can get you through quarantine. Well, that's fabulous news. Tell me, is it possible you have a different vehicle? Perhaps something a bit newer? Hab ich tatsächlich. No, sorry. It's my old Hava or you stay here. Nein, ist es nicht. Wir haben doch einen neuen bekommen. Belongings and be with you momentarily. Okay, gute Entscheidung, Alter. Aber ich habe tatsächlich ein neues Fahrzeug. Anja hat dich ein bisschen angelogen. So, Quincy Sharp hat einen Haufen Kohle. Wir haben aber jetzt ja schon eine mit Kohle. Dann nehmen wir Dr. Ochoa mit. Die ist wahrscheinlich eher so mediocre, was die Finanzen angeht, aber sie ist eine Ärztin. Dadurch gebraucht. Dr. Ochoa, I actually have a vehicle. Okay, Fiona muss auch Feierabend machen, kein Problem. Ich muss ja auch früh raus. Ich müsste auch Feierabend machen. Ich mache nach der Mission Feierabend. Wünsche dir auf jeden Fall auch einen guten Wochenstart und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haust da rein. Meet me at the security checkpoint in 2 minutes. Okay, und dann würde ich als letztes gerne den Androiden mitnehmen, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben. Der war mir nämlich am sympathischsten von allen. Ja. Hey, GN. I think you deserve a better life than 24 hours of consciousness before your personality gets wiped. I'm getting you out of here. Really? This is the most exciting thing that's happened in my whole life. Ja. Just be ready to leave. I'll get you at the checkpoint in a minute, okay? Right. Yeah. I'll just start packing my things. I'm done packing. Ja, hat ja keine Dinge. Sehr schön. Okay. I can't thank you enough for taking me out of that horrid place, dear. I can't wait to get back and see Mr. Butler again. Oh, do you have any air freshener for the car? You know what? It's fine. Don't bother yourself. Okay. Interesting bunch of refugees you picked up here, Rania. Thanks for including me. Oh cool, das gab sogar eine Trophäe. In fact, Wusste ich nicht. This is my favorite day of my life. Much better than yesterday. I can't wait to get to parts of the city where people aren't dying as frequently. Oh shit, ey. Ich dachte, das passt. Voll gegen die Wand gefahren. Ach ja. Ich frage mich, wieso Oppenheimer gesagt hat, I am become death. Das heißt ja eigentlich, I have become. So, I am become. Ich meine, Oppenheimer war ein Deutscher, vielleicht war sein Englisch nicht so gut, aber schon ein bisschen merkwürdig. Destroyer of Worlds. Ja, wenn er gewusst hätte, von Hiroshima und Nagasaki zum Beispiel, dann, ja. We are getting a call. It is Huxley again. What should I do? Put him through. I had her. I finally had her. Now all I needed was a way out. Huxley, did you find Pashta?
The dame was sharp, but I needed an exit strategy, not a pat on the back. I'll come get you. Send me a nav point. I hope she would get here soon. The situation was going south quicker than the Americans when the ice caps melted. So, mein Guter, bin auch raus für heute. Wünsche dir eine gute Nacht. Danke, Jerome. Dir auch und einen schönen Start in die neue Woche. Und jetzt enden wir an der Stelle, weil gestern haben wir mit der Huxley-Mission geendet und heute enden wir einfach auch mit der Huxley-Mission und spielen an der Stelle dann, weiß nicht wann, morgen, übermorgen weiter. Mal schauen. Ich kann noch nichts garantieren, wie es diese Woche laufen wird. Das hängt natürlich ganz stark von meinem Arbeitsaufkommen ab. Am Mittwoch kann ich definitiv nicht. Da habe ich eine private Verpflichtung abends. Aber mal schauen, vielleicht morgen oder übermorgen. So, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, ey, ich muss hier mal auch so Cyberpunk-Mucke normalerweise anmachen, ne? Das passt irgendwie gar nicht mit der gechillten Mucke hier in meinem regnerischen Cyberpunk-Apartment. Da muss ich mich mal drum kümmern, dass hier was Besseres läuft. Nun gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und eure rege Chat-Beteiligung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Das Wetter wird schlecht und ich muss noch mal mit dem Hund raus. Naja, wird schon. Ja, dann würde ich sagen, der alte Mann verabscheut sich für heute. Wenn ihr das Ganze bei YouTube seht, dürft ihr gerne mal ein Däumchen da lassen und oder abonnieren, falls noch nicht geschehen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wiederhauen und reingeschauen. Ciao.